Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Mike Merlack und wir tauchen heute in ein spannendes Thema ein, direkt hier bei der Manscout Academy. Dieses Video ist vor allem für dich, als Mann, der du irgendwie das Gefühl hast, dass in deinem Leben, deinem Kopf und deinem Herzen irgendwas nicht richtig klappt. Ein Loch, um es platt zu sagen. Kennst du das? Vielleicht hast du sogar einen klasse Job, verdienst gut, gönnst dir jährlich Urlaub, hast ein paar coole Statussymbole am Start. Aber irgendwie, irgendwas fehlt. So eine Art tiefere Erfüllung oder Bedeutung vielleicht. Klar, darüber redet man nicht wirklich mit anderen oder wenn, dann nur mal so ganz am Rande. In vielen Gesprächen, die ich mit Männern führe, merke ich, dass vielen Männern einfach ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstbestätigung fehlt und das bekommst du nicht mit Kohle, Status oder einem fancy Job. Was vielen und vielleicht auch dir echt fehlt, ist, dieses eigene innere Monster zu entdecken, es zu umsorgen und zu füttern. Klingt erstmal paradox, oder? Wir alle haben irgendwie Angst vor dem dunklen Tier, das tief in unserer Seele in einem winzigen Käfig hockt, immer unterdrückt und angekettet. Aber heute lassen wir unsere inneren Monster raus. Also, ohne groß um den heißen Brei zu reden, lass uns direkt reinhauen. Hast du schon mal überlegt, ob jemand, der gar nicht grausam sein kann, moralisch höher steht als jemand, der es könnte? Nach Carl Jung, dem berühmten Psychologen, und ich sehe das genauso, ist die Idee ziemlich übel und sogar gefährlich falsch. Denn wenn du nicht zur Grausamkeit fähig bist, bist du leichtes Spiel für jeden, der es ist. Und ich rede hier nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und mental. Ein Grund, warum wir auf Schurken und Anti-Helden abfahren, ist, dass ein Teil von uns danach schreit, dieses Monster in uns zu integrieren, was uns Charakterstärke und Selbstrespekt verleiht. Du kannst dich nämlich selbst nicht wirklich respektieren, wenn du nicht ab und zu die Zähne zeigst, wenn es drauf ankommt. Und wenn du mal zeigst, dass du gefährlich sein kannst, vielleicht sogar richtig gefährlich, dann trittst du ganz anders auf, verlangst Respekt von dir selbst und erwartest, dass andere dir denselben Respekt entgegenbringen. Es heißt nicht, dass Grausamkeit cool ist, sondern, dass die Fähigkeit dazu zu haben und dann nicht grausam zu sein, viel wertvoller ist, als gar nicht erst gefährlich sein zu können. Denn im letzten Fall bist du einfach nur schwach und naiv, praktisch unbrauchbar in Situationen, die Härte oder sogar Brutalität erfordern. Und im ersten Fall bist du zwar eine Bedrohung, hast die Sache aber im Griff. Bei vielen Kampfkünsten geht's genau darum. Trainer sagen oft, wir bringen dir nicht bei, wie man kämpft. Wir bringen dir bei, wie du friedlich und aufmerksam bleibst und Kämpfe vermeidest. Aber wenn's dann doch mal kracht, solltest du bereit sein. Und wenn du weißt, wie es geht, sinkt die Chance, dass du überhaupt kämpfen musst. Denn dann kannst du mit Selbstvertrauen reagieren und mit ein bisschen Glück reicht das schon, um den anderen einzuschüchtern. Die Stärke, die du aus deinem inneren Monster ziehst, ist eigentlich die beste Friedensgarantie. Carl Jung meinte, dass es mega wichtig ist, unseren Schatten ins eigene Leben zu integrieren, also unser dunkles Monster. Das klingt erstmal gruselig, weil der menschliche Schatten all die Dinge umfasst, über die wir nicht mal reden wollen und bis zur Hölle reicht. Aber nur durch die richtige Auseinandersetzung mit diesem Schatten können wir verstehen, warum Menschen zu schrecklichen Taten fähig sind, und das ist krass wichtig, um sich selbst richtig zu kennen und zu verstehen. Ohne dieses Verständnis können wir das Monster nicht in den Griff bekommen. Wenn du dir überlegst, wie Leute in Nazi-Deutschland oder unter Stalin in der Sowjetunion handeln konnten und denkst, die sind ja ganz anders als ich, dann hast du das Wesen des Menschen, einschließlich dir selbst, nicht kapiert. Und dann musst du herausfinden, warum die eigentlich genau wie du sind. Und das ist alles andere als leicht. Wir alle haben das Monster in uns. Wir alle sind zu allem fähig. Genau deswegen meiden viele diese Auseinandersetzung. Aber nur so kannst du das Loch im Leben, mangelndes Selbstbewusstsein und Ängste wirklich angehen. Der Weg zur Erleuchtung wird selten beschritten, weil es eben nicht nur ums Glücklichsein geht. Es geht darum, sich mit dem zu konfrontieren, vor dem du am meisten zurückschreckst. Und das hat jeder von uns. Die alten Geschichten wie die von König Artus, wo die Ritter den Heiligen Gral suchen, zeigen genau das. Die tiefste Weisheit und Persönlichkeitsentwicklung liegt genau da, wo du am wenigsten hin willst. Carl Jung sagt, dass Teile von uns unterentwickelt sind, weil wir sie meiden, weil wir sie nicht anschauen wollen. Und genau dort, wo du nicht hinschauen willst, ist oft das, was du am meisten brauchst,
weil du es dort versteckt hast. Wenn du also von Helden hörst, die ins Unbekannte ziehen, dann ist das genau das, was du erlebst. Du startest in deinem sicheren Raum und dann zieht es dich ins Land des Terrors und der Unsicherheit. Besser, du gehst absichtlich dorthin, vorbereitet, statt unvorbereitet von den Monstern anderer gefressen zu werden. Wenn du einer Bedrohung freiwillig gegenüberstehst, aktiviert sich dein Körper für Erkundung und Meisterung. Aber im unfreiwilligen Modus bist du wie gelähmt und das zehrt an dir. Also Augen auf und wachsam bleiben. Denn tief in dir weißt du, wo es lang geht und wo es bröckelt. Ignorier das nicht, sondern sei auf der Hut und greif frühzeitig ein. Und wenn es ums Große geht, wie den Tod eines Elternteils, musst du bereit sein, nicht nur für dich, sondern auch um anderen zu helfen. Das erfordert Stärke und die musst du dir antrainieren. Willst du also nützlich sein oder am Rand stehen? Du entscheidest. Das Monster von der Kette lassen heißt nicht, komplett durchzudrehen oder deine dunkle Seite gegen andere zu wenden. Aber ohne eine tiefe Auseinandersetzung mit deinem inneren Monster wirst du nie echte Erfüllung finden. Wenn du dein Monster kennen und beherrschen lernen willst, dann ist das Manscout-Programm genau das Richtige für dich. Besuche die Kontaktseite auf http://manscout.academy und fordere nähere Informationen zum Manscout-Training an. Auf der Website selbst findest du zusätzliche Details zu meinem Angebot. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Wenn du den Inhalt des Videos interessant findest, hinterlasse doch ein Like und folge diesem Kanal, um immer sofort automatisch auf neue Videos hingewiesen zu werden. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis auf bald.